Hi, hier ist Meluffy als Max. Und Dash Cosplay als Chloe Price. Yeah. Willkommen bei unserem Frage- und Antworten-Video, Q&A-Video. Und weil unser Englisch leider nicht so gut ist, machen wir das Video auf Deutsch und haben hier Untertitel für euch. Den ihr schon bereits sehen könnt. Ja, und wir hoffen, ihr habt trotzdem Spaß. Und wir kommen zu Frage Nummer 1. Was hat uns dazu bewegt, Life is Strange zu kaufen und zu spielen? Und was haben wir am Anfang vom Spiel gedacht, wie es sich entwickeln wird, wenn man es jetzt mit dem Ende vergleicht? Also bei mir war das so, dass meine Freunde viel davon geschwärmt haben und ich mir das dann deshalb irgendwann als Let's Play angeguckt habe von Gronkh, von PewDiePie, eigentlich von vielen, weil ich das immer so mache, bevor ich Spiele kaufe. Und habe es dann aber komplett durchgeguckt, weil ich das so spannend fand. Habe es dann am Ende trotzdem nochmal gekauft und selbst gespielt. Fand es dann schade, dass ich halt alles schon wusste, aber trotzdem. Ich habe das zum ersten Mal bei Gronkh gesehen, als es rauskam. Und ich fand das am Anfang gar nicht so interessant, deswegen habe ich das gar nicht wirklich weitergeguckt. Und als ich dann die hier kennengelernt habe, hat sie mich dazu gebracht, das mir nochmal anzusehen, weil sie mich halt gefragt hat, dass ich Chloe cosplay. Und dann hat mich das wirklich gefesselt. Ich konnte das gar nicht glauben, dass ich das am Anfang gar nicht mögen konnte. Ich war ein bisschen überrascht von mir selber. Und zur anderen Frage, hatte keine großen Erwartungen, was passieren würde. Das war einfach, man konnte es gar nicht wissen irgendwie. Das war so unerreichbar. Ich fand es halt cool, dass das Spiel so anfängt, total gechillt und du guckst es einfach an, weil es Spaß macht, mal was Ruhiges anzusehen. Deshalb. Und dann kommt dieser krasse Plot-Twist und dann... Frage Nummer 2. Haben wir mal darüber nachgedacht, ein längeres Video zu drehen, in dem wir die besten Szenen des Spiels nachstellen, wie zum Beispiel Dialoge, lustige Szenen, bewegende Momente? Seid gespannt, wir haben noch viele Videoprojekte vor uns von Life is Strange. Welche Szenen genau, wissen wir noch nicht ganz genau, aber falls ihr Ideen habt und Wünsche, schreibt sie uns einfach in die Kommentare und wir versuchen die... So gut es geht umzusetzen. Ja. Danke. Bitte. Du sollst nicht so viel trinken. Was war euer Lieblingspart während des Spielens und warum? Die Szene, wo Max Chloe geküsst hat. Schwimmbadszene. Die Schwimmbadszene. Nein, im Ernst, wirklich die Schwimmbadszene Ja. hat mir am meisten gefallen, einfach weil es was ganz... Uns. Ja, und weil das, weil das was ganz Besonderes war, dass sie zusammen halt in dieses Schwimmbad einbrechen und einen Moment für sich haben. Max hat zum ersten Mal was Böses getan. Naja, okay, erst sind sie ins Büro des Direktors eingebrochen und dann hat sie das ist das zweite Böse, was sie getan hat. Wie habt ihr euch getroffen? Wann habt ihr euch dazu entschieden, zusammen zu cosplayen? Was denkt ihr, ist das Besondere an Life is Strange? Seht ihr Gemeinsamkeiten zwischen euch und den Charakteren? I'm not gay. I'm not gay. It was a joke, guys. Come on. I'm not gay. I'm so gay. I'm fucking gay. I'm the dude wearing nail polish, yelling, hey! Wir haben uns auf der Dokumi getroffen letztes Jahr. Ja. Als... Hier ist das Captain Kid, war sie aus One Piece Ja. und ich war Monkey D. Ruffy aus One Piece. Super sexy, hot und so. Ja, das war wirklich ein Erlebnis gewesen. Ja, wie wir uns entschieden haben, zusammen zu cosplayen. Es war halt einfach dieses Gespräch, was wir da während der Con über geführt haben, haben wir einfach gemerkt, dass das zusammenpasst und dass wir Spaß zusammen haben. Und dann ist mir irgendwann, weil ich gerade im Bliss-Fieber war, also Life is Strange-Fieber war und ich wollte unbedingt daraus cosplayen, ist mir eingefallen, dass ich sie mal gesehen habe als Rin Matsuoka. War es eigentlich aus Free, wo auch viele von euch meinen, die sieht aus wie Chloe mit roten Haaren. Und ich so, hey, dann kann sie Chloe machen und dann habe ich sie angeschrieben und ich mache dann Max dafür. Lustigerweise passt es halt richtig gut und dann haben wir uns dazu entschieden, das zu machen. Ja. Zur Frage, ob wir Gemeinsamkeit mit Max und Chloe haben. Ja. Ja, die haben wir wirklich. Und zwar haben Chloe und ich so einige Gemeinsamkeiten, was Freunde und Familie betrifft. Und sie ist vom Charakter her, haben wir schon ziemlich Ähnlichkeit. Ich kann auch manchmal so... Kleines Arschloch sein. Manchmal. Ja, bei mir ist es einfach, Max ist ja im Spiel 18 und als ich 18 war, war ich einfach komplett genau wie sie, von schüchtern und zurückhaltend, ein bisschen neugierig immer,
Fotografie habe ich sehr gern gemocht, wollte es auch studieren und habe gedacht, eigentlich müsste ich bloß diese Verrücktheit, die ich heute habe, von mir wegnehmen und bin wieder Max. Also, Habt ihr vor, noch andere Charaktere zu cosplayen, wie zum Beispiel Marceline und Bubblegum oder andere Charaktere, die geschippt werden? Mit Marceline und Bubblegum liegst du gar nicht so falsch, denn die beiden stehen auch auf unserer Liste, genau wie Chloe und Max in der Piratenversion. vielleicht noch andere. Bestimmt. Die Kyoshi-Version von Sakazuki aus Avatar. Und Zorro und Luffy, wenn wir das irgendwann mal hinkriegen. Je nachdem, wie der Flash ist bei uns. Und wenn wir es hinbekommen, auch noch Miko und Luca. Und unser nächstes Cosplay wird Asami und Korra aus The Legend of Korra. Korra! Auf jeden Fall, die Liste ist lang, es kommt immer wieder was dazu, aber wann wir was umsetzen, ist nach Laune. Ja, genau. Ihr wisst auf jeden wie wir Fall Bock haben. immer Bescheid. Geht ihr auf den Life is Strange Soundtrack ab? American girls in the movies. Gelegentlich. Was war der schlimmste awkward Moment als Cosplayer für euch? Also, mein schlimmstes Cosplay-Erlebnis war noch recht am Anfang gewesen. Ja, wer kann das bitte ahnen, dass eine fremde Person auf einen zukommt, einen runterzieht und küsst. Und dann wegrennt. Und nicht nur so. Was? Mein seltsamstes Erlebnis war, da war ich noch nicht mal auf einer Con, das war bloß ein Treffen gewesen und da war eine Miku mit einem seltsamen Fußfetisch, von dem irgendwie keiner was mitgekriegt hat, weil alle es toll fanden, irgendwo in der dunklen Ecke ihre Füße in die Kamera zu strecken und die verfolgt mich irgendwie und ich sehe die überall und ich immer so, das ist die Fußfetisch-Miku, weg! Was würde Chloe tun, wenn sie Max Kraft hätte? Booty, I'm a lie. Booty, I'm a lie. Like, wow. Booty, I'm a lie. Booty, I'm a lie. Booty. Seid ihr zwei zusammen? Denn wenn das so ist, will ich einen Kuss sehen. Was war der traurigste Moment im Spiel für euch? Also das schlimmste und traurigste Ende für uns persönlich war, wenn Max sich wirklich entscheidet, Arcadia Bay zu retten und dafür Chloes Leben natürlich opfern muss. Und dann die ganzen Erinnerungen aus den Fotos ausgelöscht wird und die Beerdigung. Und wenn ich schon daran denke, kriege ich wieder Pipi in den Augen. Pipi in die Augen. Das Schlimme ist auch noch die Musik dabei. Das ist so friedlich und fröhlich und gleichzeitig so traurig. Also ich habe noch nie so viel geweint wie in einem Spiel wie an dieser Stelle. Das war Ich meine, Life is Strange hat viele traurige Seiten. Zum Beispiel als Chloe und Max Rachel gefunden haben. Als Chloe im Rollstuhl war. Es ist so vielfältig an Traurigkeit, dass man manchmal echt Pause machen muss. Ja. Aber das war für uns wirklich der schockierendste Moment. Welche Entscheidungen haben wir am Ende des Spiels getroffen? Chloe opfern oder Arcadia Bay opfern? Jeder von uns hat dasselbe Ende gewählt. Und zwar haben wir beide Chloe gerettet. ja. Einfach weil diese Verbindung zwischen diesen beiden Menschen so stark und so intensiv ist, dass Das war sie einfach wert. das war sie wert. Das war sie wirklich wert. Mögt ihr Kuchen? I baked you a pie. Oh boy, what flavor? Pie flavor. Glaubt ihr, dass Life is Strange Leuten mit psychischen oder emotionalen Problemen wie Depressionen und Angstzuständen helfen kann? Auf jeden Fall zeigt es das Leben, weil es ja Life is Strange heißt, aus allen möglichen Sichtweisen und Facetten und man lernt auch viel, wie man sich jetzt gegenüber anderen verhält. Einmal so durch das Rewinden, was man dabei bei anderen Personen auslöst und wie sich selbst die Sichtweise beim anderen dann ändert. Auf jeden Fall lernt man viel über das Verhalten im Leben und das ist ja ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also ja, man lernt wirklich. Und Ja. es kann auch helfen. Also uns würde Je nachdem, es helfen. je nachdem, was man damit anstellt und was man daraus lernt. And the sirens, they scream, but the silence seems to